mir neue Düfte gekauft. Und das Unboxing und Testen würde ich gerne mit dir teilen. Und ich würde dieses Video in 2 Teile aufteilen. Und zwar einmal eine etwas teurere Variante. Deshalb habe ich da auch nur eins stehen. Und eine etwas günstigere Variante. Dafür aber auch 2 Düfte. Ich hoffe sehr, dass dir die kleine Reihe gefällt und dass du die Welt der Düfte genauso gerne entdeckst wie ich. Also mach es dir gerne ganz, ganz gemütlich und wir starten mit Teil 1 der teuren Variante. Die teure Variante ist dieses Parfümset hier. Und das war eine Empfehlung von einem ganz, ganz lieben Abonnenten, der Düfte genauso liebt wie ich. Und er hat mir empfohlen, die Düfte dieser Marke auszuprobieren oder dieses Parfümhauses auszuprobieren. Und dabei wurden die Düfte so toll beschrieben, dass ich ganz neugierig war. Und als ich dann endlich einen Gutschein hatte von Parfüm Dreams, glaube ich, habe ich sofort geschaut, ob es Düfte dieses Hauses gibt und die Chance ergriffen und mir mein erstes Set gekauft. Ich sage Set, weil hier drin sind 3 Parfums. Wie du vielleicht hören kannst. Und zwar sind das 3-mal der gleiche Duft. Da ist das 3-mal der gleiche Duft in Reisegröße zu mitnehmen. Und ich habe noch nicht dran gerochen. Also wir erleben das Dufterlebnis zum ersten Mal gemeinsam. Ich habe das Mikrofon hier unten stehen. Deswegen siehst du gerade nicht, was ich mache. Ich habe dir noch gar nicht gesagt, um welchen Duft es sich handelt. Und zwar ist das, und ich werde den Namen zu 100% falsch aussprechen. Entschuldigung. Das Haus heißt Maison Francis Kurkdjian, Paris. Und der Duft heißt Amyris, ich hoffe, das spricht man so aus, Amyris Femme Eau de Parfum. Vaporisateur Natural Spray, Made in France.
Travel Spray Refills. Machen wir es mal auf. Schau mal, so kannst du es, glaube ich, besser lesen. Hoffentlich. Ich kann es. Maison Francis Courtien Paris. Es riecht sogar schon aus der Verpackung heraus. Und das, was ich rieche, gefällt mir schon mal. Zum Glück. Ich bin mir nicht sicher, was ich für das Parfum bezahlt habe. Die sind auf jeden Fall teuer. Ich meine, ich habe für das Dreier-Set 60 € mit Gutschein bezahlt und ich hatte einen relativ großen Gutschein, einen Prozentgutschein von 20% oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist schon eine Weile her, dass ich mir das Parfum gekauft habe. Ich habe aber die ganze Zeit gewartet, weil ich das unbedingt mit dir zusammen auspacken wollte. Tut mir leid, dass ich jetzt den Preis nicht mehr so ganz im Kopf habe. Aber es ist auf jeden Fall eines meiner teuersten Parfums, die ich bisher gekauft habe. Und es sind nur 3 kleine. Aber ich war so neugierig und ich wollte es einfach ausprobieren. Also habe ich mir das gerne geholt. Und wir haben ja beide was von. Ich habe auch erstmal recherchiert natürlich, wie dieser Duft beschrieben wird. Und das möchte ich gerne mit dir teilen. Dazu tue ich das mal kurz zur Seite und hole meinen Duftratgeber. Hier habe ich alles, was ich recherchiert habe, reingeschrieben. Schauen wir mal, wie der Duft beschrieben wird. Buchsounds. Eine meiner liebsten Sounds. Hier stehen auch die Beschreibungen von meinem letzten Unboxing mit Kopfnote, Herznote und Basisnote. Und so werden auch die neuen Düfte beschrieben. Und zwar hier Amyris Femme. Und hier sind die Düfte beschrieben, die du hier sehen kannst, die in einem extra Video kommen. Ich
dir erstmal vor, wie der Duft beschrieben wird und wie er sich zusammensetzt. Amyris Femme. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Amyris. Der Duft ist frisch, blumig. Die Kopfnote Orange und Zitronenblüte. Die Herznote Amyris und Iris. Die Basisnote Ambra und Vetiver. Und es sind grasig-erdige Duftnuancen, die durch moschusartige Akzente vollendet werden. Was mir bei der Recherche aufgefallen ist, dass der Duft sehr clean ist, dass der Duft sehr reduziert ist. Damit meine ich, dass er nicht aus sehr vielen Komponenten besteht, während die beiden anderen Düfte, die du hier siehst, in ihrer Aufmachung sehr viel komplexer sind. Das fand ich schon sehr spannend herauszufinden. Deswegen glaube ich, dass dieser Duft durch sehr hochwertige und sehr volle Duftkomponenten besteht, während die anderen beiden eher durch Komplexität punkten. Glaube ich, ich bin kein Fachmann, keine Fachfrau. Ich liebe Düfte einfach und durch die Zusammensetzung habe ich mir das so erschlossen, kann aber auch komplett falsch sein. Also wir haben die Komponenten Orange, Zitronenblüte im Kopf, Amyris und Iris im Herzen und in der Basis Ambra und Vetiver. Und jetzt werden wir den Duft mal testen. Dafür lege ich das Buch mal wieder zur Seite. Dann packen wir endlich mal die Düfte aus. Ich mag den Duft schon aus der Verpackung heraus. Ich habe gerade meine Augen geschlossen und versuche nur einzuatmen und die Düfte zu genießen. Schau mal, wie schön das schon aussieht. Richtig hochwertig, wie echtes Gold. Oh wow. Obendrauf liegt ein ganz kleines Büchlein. Richtig süß. Schau mal, wie klein das ist. Ganz klein. Schauen wir erstmal, was der Parfümeur uns zu sagen hat. So sieht es aus. Globetrotter Refills. Schauen wir mal, ob da in Deutsch steht. Was
Anwendungshinweise. Dieses Parfum enthält natürliche Extrakte. Eventuell auftretende Trübungen oder farbliche Veränderungen haben keinen Einfluss auf seine Qualität. Vor Licht und Wärme schützen, nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen, nur zur äußerlichen Anwendung, Alleen vor Brüten. Ich glaube, das war nicht deutsch. In der Einleitung steht noch The Art of Travel, 3 Natural Spray Refills in 0,37 Flammen. In 0.37 flacon ounces, I guess. Each with our favorite Maison Francis Courtijan fragrance is specially designed to be inserted into our precious Globetrotter travel spray case, sold separately. Soll ich es mal französisch versuchen? Ich hatte Französisch in der Schule, war aber nicht sehr begabt drin. Créé pour l'art du voyage, 3 recherches vaporisateurs, 11 millilitres de votre parfum préféré Maison Francis Courtijan. Elles sont spécialement adaptées pour être insérées dans notre écrit précis Globetrotter. Entschuldigung. Jetzt riechen wir endlich mal. Schau mal, wie schön das aussieht. Und hier sind die 3 kleinen Fläschchen drin. Ich nehme eins raus. Das sind alles 3 die gleichen. Mal kurz schauen. Sind alles 3 die gleichen. Ich hole mal 2 raus. Ich glaube, ich finde es richtig gut. Maison Francis Courtijan, Paris, Amérique, Femme, Eau de Parfum. Rue Etienne, Marseille, Paris, France. Ich sprühe jetzt mal, ich kann es kaum abwarten. Ich habe kein Parfum drauf. Das ist auf jeden Fall, ich rieche es nur indirekt gerade und es ist auf jeden Fall ein Duft, bei dem man tief einatmen möchte und die Augen schließen möchte und die Erinnerungen und die Assoziation mit dem Duft entfalten lassen möchte. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und es ist auf jeden Fall ein sehr intensiver Duft, nicht von der Schwere her, sondern von der Präsenz. Der Duft erfüllt einen Raum. Und wenn eine Person mit dem Duft an dir vorbeiläuft, ist der Duft auf jeden
und die Person dir anschauen, die so einen Duft trägt. Er riecht sehr, sehr hochwertig und ich finde auch, dass man den Preis riecht. Es könnte eine Frau sein mit einem sehr extravaganten Stil. Ich mag den Duft total gerne. Der nimmt dich sofort mit und entführt dich in andere Welten, lässt dich träumen, lässt dich überlegen, zu welchem Ort oder zu welcher Erinnerung dieser Duft passt. Also wirklich richtig, richtig schön. Ich bin gerade so richtig dankbar für die Empfehlung und für das Gefühl, was dieser Duft gerade in mir auslöst. Er ist warm, riecht nach Sommer, Unbeschwertheit. Und er ist wirklich sehr, sehr vollmundig und intensiv. Also es gibt ja Düfte, bei denen musst du wirklich deine Hand an die Nase bringen, um ihn zu riechen, um ihn wirklich in seiner Komplexität wahrzunehmen. Das muss man bei dem Duft überhaupt nicht. Also du kannst wirklich dein Handgelenk jetzt in dem Fall vor dir bewegen und du nimmst schon den Duft wahr. Also ich kann gar nicht wirklich in Worte fassen, was dieser Duft in mir auslöst, aber wirklich richtig schön. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass der Duft so teuer ist. Nicht, weil ich nicht finde, dass es gerechtfertigt ist, sondern weil man den dann einfach nicht jeden Tag benutzen kann und so verschwenderisch damit umgehen kann, sondern dass man immer auf so den einen besonderen Moment wartet, um diesen Duft gebürtig tragen zu können. Das finde ich ein bisschen schade, auch wenn es natürlich schön ist, dass es so ist. Also vielen, vielen Dank für diese Empfehlung. Ich wäre da alleine nicht drauf gekommen und er ist wirklich, wirklich toll. Ich habe das Gefühl, dass das Wort toll das total schlecht beschreibt. Ich würde gerne das besser beschreiben können, aber ich kann es gerade nicht. Ich habe das Gefühl, dass das auch ein Duft ist, den man so schmeckt, den man irgendwie auf der Zunge hat, wenn man ihn riecht. Ich hoffe, ich konnte in irgendeiner kleinen, zarten Weise die Gefühle und die Erinnerungen, die ich damit assoziiere und die Bilder einigermaßen gut transportieren. Und wenn du Gutscheine hast für, ich glaube, meiner war für Parfüm Dreams, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn du Gutscheine hast und du Düfte dieses Hauses mal ausprobieren möchtest, glaube ich, dass das, wenn du sehr präsente Düfte magst, glaube ich, dass dir dieser Duft gefallen könnte. Das Haus hat auch andere Düfte, also nicht nur diesen einen, sondern mehrere. Ich habe mich für den entschieden, weil er
ehrlich gesagt einer der preisgünstigsten dieses Hauses war und dieser mir von der Beschreibung her am besten gefallen hat. Aber wenn du mal schaust, falls du jetzt sagst, diese Duftkomposition ist nicht so deins, gibt es auf jeden Fall noch mehr Auswahl. Jetzt beginnt er ein bisschen wärmer zu werden und wird wärmer in seiner Note. Nicht mehr so frisch, sondern eher angekommen. Ich kann mir vorstellen, dass der Duft in einer Stunde oder so nochmal anders riecht. Ich mag ihn auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Bin total froh, dass ich 3 kleine davon habe, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich die wirklich mal mit in den Urlaub nehme, wenn ich irgendwann mal wieder in den Urlaub gehe. Also vielen, vielen Dank für diese tolle Empfehlung. Ich werde das Parfüm auf jeden Fall in Ehren halten und ganz nah bei mir tragen. Jetzt packe ich es erstmal wieder sicher ein, dass es nicht irgendwie vom Licht oder von der Sonne getroffen wird. Das war also Teil 1 dieser kleinen Miniserie. Ich würde mich freuen, wenn du Teil 2 mit den etwas preisgünstigeren Parfums dir auch noch anschauen würdest, wenn dir das Video gefallen hat. Und ich hoffe, dass ich dir ein bisschen helfen konnte, dich entspannen konnte. Vielleicht war das Video auch interessant für dich. Lass mir gerne einen Kommentar da. Ich würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu lesen. Ich wünsche dir